Welcome to the World of Rouge. Ich bin Olivia Rouge und Maria Goya ist heute mit mir. Maria, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich auch. Ja, ich finde, es ist an der Zeit, dass wir heute diese Podcast-Folge machen. Da wird schon diese Reise so lange miteinander gehen. Und heute dürfen wir das feiern. Ja. Oh, ich glaube, es ist die 11., oder? Das ist die 11., genau. Ja, ist auch eine schöne Zahl. Bist du auch ein bisschen aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt, auf jeden Fall. Ja. 2 Jahre sind es ja jetzt schon. Genau. 2 Jahre, die wir zusammenarbeiten, und deswegen finde ich es auch so toll, dass wir heute nicht nur über unsere Beziehung sprechen dürfen, über die 2 Jahre, die wir miteinander gehen, sondern auch schöne Fragen von dem Publikum bekommen haben, die wir auch bearbeiten dürfen, beantworten dürfen. Genau. Nochmal vielen Dank an alle, die eine Frage geschrieben haben. Es sind wundervolle Fragen. Wir freuen uns, heute darauf eingehen zu dürfen, wie gerade schon gesagt. Und ja, 2 Jahre, Maria. Ja, erinnerst du dich noch, als du zu mir gekommen bist, das erste Mal? Also ich erinnere mich sogar noch gut an den ersten Tag, an die erste Stunde, die Probestunde. Und wie ich dich wahrgenommen habe. Ja. Also was viele ja nicht wissen, du kamst erstmal als Gesangsschülerin zu mir. Genau, ja. Vor 2 Jahre, ne? Das ist 2 Jahre her jetzt, genau. Ja, ich habe nicht genau gezählt, aber ja. Und ich habe dich als sehr lebendig, neugierig wahrgenommen, schon vom ersten Moment an. Du kamst vorbereitet, du wusstest schon so viel über mich, was du von der Webseite und dem Ganzen mitgenommen hast. Und hast Fragen gestellt, gleich von Anfang an, die total in den Kern gingen. Wow. Und was mich so inspiriert hat, deine Leidenschaft vom ersten Moment an. Das freut mich voll zu hören. Also ich kann mich definitiv an die erste Stunde erinnern, aber bei mir war es natürlich die Energie, die ich von dir bekommen habe. Und das war nämlich diese Kompetenz, die man direkt spüren kann. Dankeschön. Also du wurdest ja auch empfohlen, und von Anfang an wusste ich, dass du einfach eine sehr kompetente Musikerin bist und eine sehr kompetente Gesangslehrerin. Und bei der ersten Stunde war ich ja super aufgeregt. Ja, daran erinnere ich mich auch, ja. Ja, und wollte auch alles richtig machen, oder dass du einen guten Eindruck von mir bekommst. Dass du auch Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? Ja. Aber du hast dich wirklich interessiert. Also das fand ich, das ist besonders, dass du dich so informiert hast im Vorhinein schon, wirklich geguckt hast, mit wem hast du zu tun, sogar auf Spotify, und hast auch irgendwas gelesen, die Vita und so verschiedene Details rausgeholt. Und das ist total wichtig, gerade wenn man einen Unterricht beginnt oder sich überhaupt Lehrer sucht, dass man sich gut informiert und guckt, wen hat man da vor sich. Ja. Und das ist nicht immer der Fall. Es viele, natürlich auf Empfehlung, das ist immer so eine Sache, immer ein guter Einstieg. Aber viele stolpern da so rein und gucken halt so auf den ersten Eindruck, was oder probieren einfach verschiedene Leute aus und dann lassen sie sich so mitziehen, aber informieren sich nicht. Ja, du bist ja total die Allrounderin, ne? Weil, wie gesagt, du bist ja nicht nur Gesangslehrerin, sondern du komponierst auch deine eigenen Sachen, du bist Independent-Künstlerin, du produzierst Musik, du hast einen sehr vielfältigen Background. Und das ist ja auch für mich als Gesangsschülerin sehr interessant, das alles zu wissen, weil das öffnet ja neue Möglichkeiten, nicht wahr? Ja, absolut. Da haben wir auch am Anfang schon drüber gesprochen, ne, dass du diese Vision hast, mehr damit zu machen. Ja. Auch eigene Songs irgendwann. Und eigentlich hattest du schon damals den Gedanken, in eine professionelle Richtung zu gehen, oder? War das, ja. Definitiv. Das hat sich über die Zeit natürlich noch mehr herauskristallisiert. Ja, nur damals hat natürlich sehr viel noch von der Basis gefehlt. Ja. Weswegen wir auch so intensiv an die Arbeit gegangen sind und wir das jetzt seit 2 Jahren wirklich solide aufbauen. Aber auch da hattest du ja auch gesagt, dass du auch die Möglichkeiten hast, mich da nicht nur musikalisch zu begleiten, sondern auch dann zu vermitteln, dass wir das gemeinsam diese Reise dann auch zu dritt
meistern können, ne? Ja, genau. Ich habe irgendwann gespürt, dass du das wirklich willst und du willst wirklich weiterkommen und was aufbauen. Du hast ja eigentlich einen anderen Beruf auch gelernt. Ja. Und dass du in der künstlerischen Welt so weit kommen möchtest, wie es möglich ist, mit deinen ganzen Talenten und Interessen. Und da war einfach irgendwann der Punkt, wo ich dachte, du musst Shredi treffen, unbedingt. Weil ich dich da ja auch nur begrenzt weiterbringen kann mit der Stimme und der Musik und Musikproduktion und diesen Dingen, aber darüber hinaus alles, was Performance und Artistic Direction, die Planung und die Strategien und all das angeht, da habe ich einfach diesen Hunger in dir so stark gespürt, dass ich dachte, das ist was für dich. Ja, das war wirklich begleitend parallel zu diesen ganzen 2 Jahren, nicht wahr? Weil es war jetzt ja nicht nur, dass wir im April, wo wir tatsächlich die Arbeit angefangen haben, sondern wir haben ja letztes Jahr schon sozusagen so ein Vorgespräch gehabt. Ja. Also wir haben das letztes Jahr im Mai, als wir 5 Monate miteinander gearbeitet haben und du mich schon ein bisschen begleitet hattest, versucht. Und dann haben wir das dieses Jahr dann wirklich nochmal nagelfest gemacht. Ja. Wo wir gesagt haben, okay, jetzt ist das Timing auch richtig und auch skillsmäßig wird es ja auch immer besser. Und es kam auch wirklich von deiner Energie und wie du an die Sache herangegangen bist. Also schon allein der Unterricht, dein Commitment, wie regelmäßig du kommst, wie du dran bleibst, natürlich auch versuchst zu üben, so in dem Rahmen, wie es möglich ist. Und also diese, jetzt fällt mir halt wieder das englische Wort ein, Dedication. Es hat Englisch. Ja, aber das treffe ich auch nicht so oft, diese Form von Energie und diesen Einsatz. Und dadurch hat sich auch die Tür geöffnet mit der Arbeit mit Shredi. Also schon. Dankeschön. Das ist aber natürlich, es sind 2 Energien, die hier zusammenspielen, nicht wahr? Also Dedication bringt man auch, wenn man spürt, dass man auch gut begleitet wird und angeleitet wird. Und als Anfänger hat man ja immer so ein bisschen diese Fantasie, dass man anfängt zu singen und direkt passieren irgendwelche magischen Dinge und Auftritte und dem ist nicht so. Und was mir mega gut gefallen hat, obwohl ich anfangs gemerkt habe, okay, die Realität sieht anders aus, hast du mich trotzdem sehr wohlwollend, aber klar halt abgeholt. Und dein Feedback war ehrlich, aber trotzdem so, dass ich wusste, okay, ich fühle mich nicht zu doll kritisiert und runtergemacht, sondern guck mal, das ist gerade Status quo. Wir können dann dem und dem und dem und dem weiterarbeiten und mit der Zeit und Dedication wird das dann auch wirklich aufgebaut werden. Ja, ne? Ja. Und das ist wirklich, da habe ich mich so wohl gefühlt, weil das muss man erstmal spüren. Schön. Wenn man Lehrer hat, wo man merkt, okay, also irgendwie sehen die einen nicht und die gehen auch nicht an den Kern der Sache, das spürt man. Auch als Newbie spürt man das. Und dann verliert man, glaube ich, auch das Interesse oder die Hoffnung. Und du bist halt so präzise, wie du mit mir gearbeitet hast, sowohl menschlich, auf der emotionalen Ebene, egal welche Emotionen ich hatte, du konntest immer da ansetzen und mir helfen, das zu transformieren, als auch technisch. Dankeschön. Also ich habe mich immer so gesehen gefühlt, wo ich dachte, wow, du bist so genau in dem, wie du das Gegenüber spüren kannst. Und das hat mich mega berührt halt auch. Also diese Stunden mit dir, diese 1 Stunde pro Woche, da habe ich wirklich drauf hingewartet, ehrlicherweise. Ich war so, okay, nächste Woche wieder mit Maria Gesangsunterricht. Weil es war nicht nur technische Übung, sondern auch, ja, auch einfach ein bisschen Heilung. Weil Stimme kann ja auch Heilung sein, ne? Das ist total schön zu hören. Ja. Das ist auch das schönste Feedback eigentlich, weil ich möchte wirklich Menschen mit dieser Arbeit auch als Menschen weiterbringen und ganzheitlich
dass sie sich besser spüren, dass sie mehr Freude erleben, auch mit ihrem Sein, mit ihrer Stimme natürlich. Aber Stimme ist ja sowas ganzheitliches, es umfasst das ganze Wesen und auch ganz stark die Psyche natürlich. Ja. Und das ist wirklich das Schönste zu hören. Ja, es war für mich auch wirklich schön auch zu spüren. Und vor allem auch, dass du dich für mich auch als Person interessiert hast. Also du wusstest, okay, sie ist jetzt hier keine ausgebildete Sängerin und trotzdem hast du auch meinen Auftritt beobachtet oder halt, ich habe dich eingeladen, dann bist du ja auch zu meinem Auftritt gekommen und du bist nochmal zu einem Workshop gekommen, bei dem ich war und hast auch Interesse an mir gezeigt als Person. Und so konnten wir auch eine Beziehung aufbauen. Ich habe ganz viel gesehen in dir, was jetzt gar nichts mit dem professionellen Singen zu tun hat, was ich ja auch schon vorhin erwähnt habe, einfach deine Offenheit. Und du bist auch jemand, der zuhört, also wirklich zuhört, sehr empathisch. Und das hat das für mich auch sehr einfach gemacht, diese Samen zu sehen und das aufzubauen. Soweit. Und jetzt ist es sogar an dem Punkt, dass wir ein Projekt zusammen gemacht haben. Ja. Mit Shredi und anderen Menschen involviert. Und du hast zwar nicht gesungen, aber du hast geschauspielt, getanzt. Und das hat sich trotzdem super gut gefügt, ne? Also wir konnten nochmal das alles auf einer anderen Ebene spüren und das hat sehr geflowt. Total. Ja, weil wir hatten beide ja dann eigentlich eine andere Rolle in dem Moment. Ja. Und trotzdem haben wir sehr gut harmoniert. Und auch in der Gruppe hat es alles wunderbar geklappt. Ja, und jetzt bist du ja in diesem Projekt, bist du ja auch nicht als Gesangslehrerin unterwegs, sondern du machst die Musik. Du komponierst die Musik dazu. Ich freue mich auch total drauf. Ich habe die Bilder ja schon teilweise gesehen, auch deine Szenen. Die sind wirklich wow. Ich bin sehr gespannt. Und vice versa genauso, weil ich habe I Am That gesehen und noch andere Sachen natürlich von dir auch verfolgt und du machst wunderbare Musik, deswegen, das wird sehr spannend sein, am Ende das Endprodukt zu sehen. Ich finde das so schön, weißt du, wir haben so angefangen mit dem Gesangsunterricht und jetzt komponiere ich Musik zu deinen Szenen. Das ist wirklich, jetzt bist du meine Muse in dem sozusagen. Das klingt sehr gut in meinen Ohren. Und es ist auch eine schöne Vorbereitung für das, was noch kommt, wenn wir dann irgendwann an Musik arbeiten, an Songs und Musikproduktion. Und also da ist ja noch ganz viel offen. Die Reise hat erst angefangen, auch mit Shredi und auch der Podcast, den ihr jetzt schon eine Weile macht. Ich habe den ja auch mitverfolgt und die Episoden geguckt und das geht so tief. Wahnsinn. Ich find's so schön zu beobachten auch, wie sich die Beziehung aufgebaut hat zwischen euch und diese Verbindung ist so stark. Ja. Und diese Tiefe, ja, die sich da drin auch zeigt. Ja, da denke ich gerade so, schon 2 Jahre und gleichzeitig doch erst 2 Jahre. Ja. Und ich finde es auch interessant, dass du sagst, dass wir jetzt die Reise beginnen. Ne? Und ich finde, das bringt uns ganz gut zu den Fragen, die wir bekommen haben, weil, wie gesagt, als Anfänger hat man ja immer so Vorstellungen, wie man als Sängerin arbeitet, wie schnell kann man Sachen produzieren, wie schnell entwickelt man gewisse Skills und das beschäftigt natürlich auch die Leute. Deswegen würde ich mit einer Frage beginnen, die sich hier also widerspiegelt, nämlich was sind die wichtigen Kriterien, um eine Stimme als schön zu betrachten? Wie kann ich feststellen, ob meine Stimme schön ist oder nicht? Also es ist jetzt keine rein typisch technische Frage, aber ich finde, das findet sich da definitiv wieder. Und die Person sagte auch, es gibt bei uns ein bekanntes Sprichwort, niemand findet seine eigene Stimme schön, wenn er sie hört. Und die Menschen geben einem in der Regel keine wirkliche Meinung dazu. Kann man diese Fähigkeit entwickeln, ohne einen direkten Lehrer, der die Fehler hört, korrigiert und den Schüler anleitet? Also einerseits, was ist eine schöne Stimme?
woher kann ich feststellen, ob meine Stimme schön ist oder nicht? Und wie ist es denn ohne Korrektur eines Lehrers oder mit Korrektur eines Lehrers? Ja, ganz viele wichtige Themen da drin. Das müssen wir so ein bisschen aufdröseln natürlich, weil da steckt ganz schön viel drin. Ich starte mal mit diesem Zitat oder mit diesem Sprichwort. Das ist nämlich tatsächlich etwas, das begegnet mir sehr oft, dass Menschen kommen und ihre eigene Stimme nicht als schön empfinden. Das hat natürlich einerseits mit einer sehr technischen, akustischen Sache zu tun, dass wir uns ganz anders hören innen, als wir uns hören von außen. Also das betrifft oft Aufnahmen, wenn Menschen sich auf Aufnahmen hören. Jetzt gar nicht unbedingt, wie sie sich selber hören von innen, wenn sie sprechen oder singen, sondern vor allem, wenn sie sich auf einer Aufnahme hören. Und das hat natürlich erstmal einen technischen Hintergrund auch, dass man sich anders hört, einfach konkret, akustisch. So wie man gewohnt ist, Schönheit oder das Empfinden von was finde ich schön und angenehm hat ja auch mit Gewohnheit zu tun. Nicht nur natürlich, aber es ist ein wichtiger Faktor. Und wenn du an etwas Bestimmtes gewohnt bist, wie du klingst und dich dann anders hörst von außen, dann irritiert es erstmal. Also das ist so eine Sache. Aber das ist noch recht oberflächlich, also das kann man so erklären, recht konkret. Die Frage, was sind die wichtigsten Kriterien, dass eine Stimme als schön empfunden wird, ne? Das geht natürlich noch viel tiefer. Erstmal ist Schönheit subjektiv. Klar, also sowohl bei der Singstimme als auch bei der Sprechstimme empfinden Menschen natürlich unterschiedliche Dinge als schön, wenn man jetzt denkt an den Stimmklang, den reinen Klang oder den Ausdruck oder wie jemand spricht. Diese Faktoren spielen natürlich alle zusammen und für Laien ist es nicht trennbar, die nehmen das als Ganzes wahr. Und das ist der entscheidende Punkt, dass das, was wir als schön empfinden, ist eigentlich ein harmonisches Zusammenspiel zwischen der Intention, dem inneren Empfinden und wie wir das stimmlich transportieren und wie flexibel die Stimme ist, das Innere nach außen zu transportieren. Und wenn das in einem Einklang ist, in einem harmonischen Einklang, dann empfinden wir die eher als schön. Wenn da irgendwie eine Dissonanz ist, das heißt irgendwie die Intention, das, was ich ausdrücken möchte, aber die Stimme drückt was ganz anderes aus, ist zum Beispiel blockiert, hält irgendwo fest, weil man Angst hat, weil man frustriert ist, was auch immer, oder weil das Ego sich damit rein mischt, dann entsteht da so eine Dissonanz und dann empfindet man das eher als unangenehm, irgendwas stört, dann kann das sich unterschiedlich ausdrücken. Das ist natürlich auch der Fall bei Stimmstörungen. Wenn man jetzt konkret Stimmstörungen hat, wirklich die Stimmbänder nicht gesund sind, Muskeln verkrampft sind und solche Dinge. Aber manchmal hören das die Leute, also eben nicht ausgebildete Menschen, die nehmen manchmal solche Fehler aber auch als schön wahr, oder? Ja, also wenn du jetzt, was meinst du genau, also so mit Fehlern? Fehler zum Beispiel, dass man technisch nicht richtig singt oder vielleicht was an den Stimmbändern sogar ist. Ja. Weil dieses Phänomen gibt es ja unter Sängerinnen ja doch immer wieder. Und dann der Zuhörer, der keine Ahnung hat, was richtig ist oder wo die Resonanz herkommen sollte oder dass man die Resonanzräume benutzt, den Stimmsitz hat, richtige Atemtechnik und auch seinen Körper korrekt benutzt, die hören dann solche Fehler und nehmen das aber gar nicht so wahr, oder? Ja, also es gibt so bestimmte Faktoren, die gar nicht stören oder sogar das emotionale Empfinden oder den emotionalen Ausdruck unterstützen können, wenn es authentisch ist und da reinspielt, zum Beispiel eine Rauheit in der Stimme oder irgendwelche Störgeräusche in der Stimme, die einfach da sind, vielleicht auch durch irgendwas Pathologisches oder so. Aber die Stimme trotzdem eine Offenheit hat, also das durchfließt. Also es muss die Intention, fließen. Genau.
Wenn das nicht völlig blockiert ist irgendwo. Okay. Dann empfindet man das trotzdem als schön, auch wenn die Stimme nicht klar ist. Also das ist auch nochmal ganz wichtig. Schönheit der Stimme heißt nicht, dass es eine klare, reine Stimme ist, die absolut fehlerfrei in dem Sinne ist, sondern es ist wirklich dieses Zusammenspiel der verschiedenen Elemente und dass die in einer gewissen Balance sind. Und selbst wenn die Balance so ungefähr hinkommt, empfindet man das als schön. Nur wenn die Balance total off ist und wenn da auch was von der Intention und der Absicht nicht mit dem übereinstimmt, wie es rauskommt dann stimmlich. Das finde ich sehr interessant, was du sagst. Das war eines der ersten Denkfehler, die ich als Anfängerin hatte. Ich dachte, allein die Intention und meine Gefühle sind entscheidend, wie das Publikum mich wahrnimmt. Aber wenn dann eben dieser Faktor des Flusses, also es nicht fließt, dann nicht gegeben ist, dann kommt es auch bei dem Gegenüber nicht an. Die hören dann nämlich diese Verkrampftheit. Und dann ist man eigentlich nur mit sich und es ist vielleicht für einen selber befriedigend, aber das Publikum könnte sogar gar auch verkrampfen, weil die Stimme auch nicht frei ist. Ja, genau. Die fühlen es dann auch auf ganz subtile Ebene. Ja. Und da sagtest du ja dann auch als Feedbacks am Anfang, dass die auch gar nicht bestimmen können, was es genau ist, weil sie ja das nicht auseinandernehmen können, die einzelnen Elemente. Es ist nur so ein Grundgefühl, was sie dann beibehalten nach einem Auftritt. Das bringt uns vielleicht auch zu der Frage, ob man das ohne Coach, irgendwie war die doch so, ne? Ja. Ob man das auch ohne Coach erreichen kann oder nicht. Also es gibt natürlich verschiedene Wege, singen oder sprechen zu lernen, in dem Sinne, dass die Stimme offen und frei ist und da wenig Blockaden sind. Und es muss nicht immer mit einem Coach sein, aber es ist die absolute Ausnahme, wenn es nicht so ist. Also weil man keine Anleitung hat. Was ich erlebt habe bei Menschen, die sagen, dass sie ganz natürlich gelernt haben, weil das fragen auch viele, so dieses kann man ohne Lehrer lernen und das ist ganz natürliches Talent und so weiter. Wenn man da so ein bisschen tiefer forscht, was ist der Hintergrund, dann stellt man fest, dass diese Menschen zumindest schon in der Kindheit um sich herum ein Umfeld hatten, wo Menschen mit freier Stimme gesprochen oder gesungen haben, wo sie konkrete Beispiele hatten in ihrem Umfeld, an denen sie sich ganz natürlich und automatisch orientiert haben. So wie man sprechen lernt als Kind oder gehen oder manche lernen ja auch tanzen als Kind schon, weil sie ein Umfeld haben, wo sie das direkt aufnehmen und kopieren. So ist es auch mit der Stimme. Also wenn zum Beispiel Kinder in der Kirche aufwachsen, wo wirklich gute Sänger sind und sie singen permanent. Also es muss eine Form von Übung da sein, die der Stimme ermöglicht, sich frei zu entwickeln. Wow. Und wenn das da ist, dann kann man natürlich auch ohne Coach sowas entwickeln und so ein gewisses Level erreichen. Trotzdem, um da jetzt noch feiner und noch konkreter zu werden und noch professioneller, braucht man auch dann da wieder Anleitung und Übung. Aber diese Voraussetzung ist so selten. Das ist aber das typische Klischee, weißt du? Ja. Was man dann verkauft. Jetzt die XY, Adele hat singen gelernt, ohne wirklich Noten lesen zu können und ohne wirklich angeleitet worden zu sein. Und auch weitere Beispiele von wirklich krass berühmten SängerInnen. Und man denkt sich so, also wenn die das schafft, so berühmt zu werden, vielleicht habe ich ja auch eine Chance. Ja. Und das, was du sagst, macht so viel Sinn. Und trotzdem kommt man nicht darauf. Das hat natürlich auch ganz viel mit Marketing zu tun. Also gerade bei berühmten Sängern, die wollen natürlich auch gern dieses Image vermitteln, dass das einfach so zu ihnen kam, auf magische Weise. Weil das ist dann dadurch irgendwie menschlicher oder also so eine Geschichte, ich habe jeden Tag 3 Stunden Übungen gemacht
das ist halt nicht so, Gesangsübung ist halt nicht so sexy. Also, ich erinnere mich noch, Ed Sheeran hat das mal öffentlich gemacht. Der hat darüber gesprochen und hat dann konkret gesagt, ja, nee, Leute, so ist das nicht. Ich habe wirklich jeden Tag geübt und Gesangsübungen und auch so mit Ferncoaches und alles Mögliche. Also vor allem, wenn man Blockaden hat, und jetzt bei der Frage spielt es ja schon so ein bisschen darauf an, also wenn man das selber nicht schafft, dahin zu kommen und man hat vieles ausprobiert und man merkt, man kommt immer wieder an die Grenzen und man hat sich, ohne es zu wissen, schon schlechte Angewohnheiten angeeignet, dann kommt man da nicht raus ohne Coach, ohne Anleitung. Gesangsunterricht und gute Anleitung natürlich, ganz wichtig. Also dann stehst du vor der Aufgabe, nicht nur eine korrekte Basis aufzubauen, sondern eben die ganzen Fehler, die sich über die Jahre eingeschlichen haben, dann wieder rauszubekommen. Ja. Dann hat man doppelt Arbeit gefühlt. Total. Das ist auch die schwerste Arbeit für Coaches, dann das erstmal aufzulösen. Und dann hat man so ein gewisses neutrales, man löst nicht alles auf, weil es gibt ja auch immer Dinge, die sind schon da, die gut sind. Dann hat man so einen gewissen neutralen Boden und auf dem kann man dann wieder aufbauen. Am besten ist es immer, wenn der Boden gleich schon wenn Menschen recht unbeeinflusst sind, schon von vornherein, einfach mit ihrer natürlichen, unterentwickelten Stimme kommen. Okay. Das ist die beste Voraussetzung. Ja. Okay, das bedeutet also Arbeit ohne Lehrer möglich bis zu einer gewissen Grenze, falls das Umfeld aber schon so positiv prägend war, dass man gewisse Skills mitbringt oder mitnimmt. Und dann aber, wenn man eine professionelle Karriere anpeilt, sollte ein Lehrer, eine Lehrerin dann unterstützend nochmal die einzelnen Skills herausarbeiten. Ja, und auch bei so bekannten Sängern wie Adele, und die haben ja auch alle Coaches parallel, also permanent. Das wissen natürlich auch viele nicht. Ja, die müssen ja laufend auch üben, ne? Und auch die Stimme ja dann auch pflegen. Genau. Ja. Und den ganzen Herausforderungen natürlich auch gerecht werden, den Anforderungen, ständig auf der Bühne zu sein. Die Stimme wird ja angestrengt. Ist ein bisschen wie bei Athleten. Also wenn du denkst an Hochleistungssportler, die haben alle ihre Trainer, ihre Masseure, also vielleicht eine Masseuse. Genau. Aber die haben ein ganzes Team an Leuten, die sie umsorgen. Und so natürlich auch, also wenn man es jetzt noch weiterführt, dann auch im Bereich Artistic Direction, Regie, Anleitung, Planung, Karriereplanung. Es ist ja ein Riesending, eine Riesenmaschinerie, die dahinter steht. Eigene Berufe wirklich, die das nochmal unterstützen. Ja. Ja, und auch der Weg des Künstlers, der Künstlerin ist dann auch ein wirklichen Fulltime-Job. Total. Und nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich gehe jetzt mal kurz einmal die Woche zum Gesangsunterricht, habe diese eine Stunde, dann mache ich noch vielleicht ein bisschen Social Media und dann auf einmal gehe ich viral und bin super berühmt und macht Friede, Freude, Eierkuchen. Ja. Mach super viel Patte mit super wenig Einsatz und kann dann wieder locker Künstler-Lifestyle leben. Du merkst das ja auch, ne? Wie ist das für dich, wenn du jetzt neben deinem Beruf sowas aufbaust? Also einerseits ist das total rewarding, weil das ist, was ich immer machen wollte. Und wie ich schon gesagt habe, es macht mir total Spaß, auch Gesangsunterricht zu machen. Das ist so eine Stunde einfach in Verbindung mit mir selber zu gehen und mich selbst zu spüren und auch zu exploren. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Aber es ist auch anstrengend, ehrlicherweise. Weil der Beruf zieht ja schon sehr viel an Energie und Aufmerksamkeit. Und das ist nochmal eben wie bei Sportlern. Du hast dann einen gewissen Rahmen und einen gewissen Schedule und diese Routinen und die gilt es zu beachten. Und dann sind manchmal die Launen, die man in sich trägt, dann hinten anzustellen. Dann geht es wirklich darum, wir machen jetzt diese Übung so und so lange, bis das halt funktioniert. Und on top
sollte dann noch diese Selbstlernzeit dazu kommen, an anderen Tagen. Und dann heißt es nicht, ja, ich sitze mich jetzt aufs Sofa und scroll jetzt Social Media oder ich gehe jetzt in einen Café und oder chill in Bars mit meinen Freunden, sondern nein, dann verzichte ich auf Alkohol, auf Zigaretten, was sowieso alles ungesund ist, ja, aber es ist sehr gang und gäbe in unserer Umgebung, dass viele Leute das konsumieren, aber dann heißt es, okay, dann achte ich auf meine Ernährung, ich achte auf meinen Schlaf, achte auf meinen Stress, ich schaue, dass ich emotional irgendwie gefasst bin, dass es zu keinen emotionalen Ausbrüchen kommt, wenn ich jetzt gerade eine Gesangsstunde habe oder das Artistic Direction Meeting, weil wir müssen ja gemeinsam planen, wir müssen gucken, dass wir vorankommen, dass die Technik auch irgendwie weiterkommt und dass, ja, man muss schon wirklich sehr bei sich sein und sich lernen zu strukturieren. Ich habe da auch großen Respekt davor, also auch wie du das machst, weil ich weiß auch gerade, einen Beruf noch zu haben, zur Arbeit zu gehen, ganz normal in Anführungsstrichen. Es gibt ja viele, die das machen und trotzdem Gesangsunterricht nehmen. Aber die wenigsten schaffen es, diese Disziplin aufzubringen, die du aufbringst in dem Ganzen und diesen Fokus zu behalten und den Willen, die Motivation, weil das ist wirklich enorm. Ich weiß, dass es vielen so geht, die kommen nach Hause nach der Arbeit und wollen halt einfach die Beine hochlegen und sind ausgelaugt energetisch, was ich auch total verstehen kann, weil so ein ich nenne es ein normaler Beruf, aber einfach ein Beruf, ne, wo du hingehst als Angestellte. Kann sehr kräftezehrend sein. Und von daher kann ich das gut nachvollziehen, dass man dieses Bedürfnis hat, dann einfach nur die Batterien aufzuladen und nicht nochmal zu arbeiten und an sich zu arbeiten. Obwohl ich glaube, dass es einen auch bereichert und dann auch nochmal energetisieren kann. Ich finde das sehr beeindruckend von dir auch zu sehen, mit welchem Einsatz du da rangehst und dass du das, also es ist nicht selbstverständlich, also kann ich einfach aus Erfahrung sagen, auch als Referenz, was ich so beobachte. Es mangelt oft an genau der Disziplin, auch regelmäßig zu üben zum Beispiel und oder überhaupt regelmäßig zu kommen und sich dafür richtig einzusetzen, weil man kommt sonst nicht weiter. Du hast ja Muskelerinnerung, Muscle Memory, die musst du aufbauen und die baut man nur auf durch Wiederholung und dann kommen ja noch die ganzen emotionalen Aspekte dazu, die du beschrieben hast oder schon erwähnt, die man dann auch noch überwinden muss, die ganzen Blockaden. Also das ist enorm viel Arbeit an sich selbst. Also einfach so als Feedback auch nochmal. Ich finde das wirklich Dankeschön. Enorm. Weil man sieht sich ja nur sich selbst. Und man hat nicht die Referenz zwingend mit anderen. Deswegen, man kritisiert sich ja immer eher dafür, ob man und wie man weiterkommt. Aber dieses Feedback zu hören, bestärkt mich. Und es macht ja auch Spaß, auch in deinen Augen zu sehen, wenn wir zusammen Unterricht haben. Sie hat es jetzt gecheckt und wow, das haben wir schon. Und weißt du, dass wir weitergehen können in den Übungen, das ist einfach so ein wunderschönes Feedback. Weil das spiegelt mir dann auch wieder, okay, das lohnt sich. Dieses wöchentliche Kommen oder zweimal die Woche kommen und diese Arbeit zu leisten. Und ganz ehrlich, wenn ich diesen Drive nicht hätte, diese innere Stimme, die sagt, das ist das, was du tun musst, aber positives Muss, dann würde ich das wahrscheinlich auch gar nicht schaffen in dieser Disziplin. Aber ich habe einfach diese Stimme in meinem Kopf und dieses Gefühl, was stärker ist als alles andere. Was mich gar nicht ruhen lässt. Ich kann nicht diesen typischen Angestelltenjob machen. Das ist einfach, ich habe es ausprobiert. Es ist okay, es hat wirklich auch schöne Aspekte, aber es ist nichts für mich. Da bin ich einfach an zu viele Grenzen gestoßen. Und du als selbstständige Künstlerin, da gibt es bestimmt ja auch Pro und Contra, nehme ich mal an, ne? Oh ja. Was ich ja gerade ja auch lerne. Ja. Und ja, wie ist es denn jetzt für dich als selbstständige Künstlerin, eben nicht diesen Angestelltenjob zu haben, aber komplett selbstständig, eigenverantwortlich dein Leben zu führen? Also erstmal kann ich genau das auch sehr gut nachvollziehen, was du sagst.
dieses nicht in der Lage zu sein, wirklich, wenn du ganz du selbst sein möchtest und dich voll ausleben möchtest in diesem Leben, so einen Angestelltenjob zu machen. Ich habe es auch ausprobiert, also obwohl die auch mit Kunst und Musik zu tun hatten, diese Jobs. Also ich habe einmal in einer Praxis gearbeitet für Stimmchirurgie und habe dann Stimmen analysiert. Also es hatte konkret ja schon mit meinem Beruf zu tun und habe da auch sehr, sehr viel gelernt über Anatomie und alles Mögliche. Aber trotzdem war es ein Job mit geregelten Zeiten. Und ich habe immer gewusst, nach dem Studium habe ich diese Dinge angefangen, ich habe immer gewusst in diesen Jobs, dass die nur temporär sind, dass ich das jetzt mache, um irgendwas mitzunehmen, auch erstmal gesichertes Einkommen für eine Zeit zu haben, um die Selbstständigkeit aufzubauen, parallel. Und auch nochmal andere Skills zu lernen, vielleicht Kontakte zu machen, so. Aber ich habe immer ganz stark gespürt, dass ich dafür nicht gebaut bin. Ich kann das nicht. Also natürlich kann ich so einen Job machen, aber in mir schreit dann etwas, das ausbrechen will, sich befreien will die ganze Zeit. Und oder manchmal hatte ich so das Gefühl von so einer Art Seelentod, wenn ich zu lange in einem normalen Job bin. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich so nachvollziehen. Dann kann das nicht raus, was ich ausdrücken möchte. Die Visionen, die ich habe, die müssen manifestiert werden. Ich kann nicht anders. Und das ist auch der Drive, wegen dem ich diese Reise überhaupt angefangen habe. Aber es gab auch einen ganz entscheidenden Wendepunkt. Eben, das wäre meine Frage gewesen, weil du warst ja auch angestellt, jetzt bist du selbstständig. Also Ja. Was war der Wendepunkt, wo du das manifestieren konntest? Ja, also ich habe während meinem Studium schon angefangen zu unterrichten und auch Konzerte gegeben und ganz viel, also Konzerte und so, das habe ich schon von Anfang an gemacht, als vom Teenageralter an immer wieder parallel diese Selbstständigkeit angefangen aufzubauen und das Unterrichten und dann eben diese Jobs. Aber dann hing ich da so ein bisschen drin. Ich wollte sogar eine Doktorarbeit anfangen. Habe ich angefangen. Also wollte ich nicht nur, ich habe sie tatsächlich angefangen, auch über Gesang. Und hing dann aber in dieser Schleife dieser typischen Erwartung der Gesellschaft, wie sie vor allem hier in Deutschland auch vorgegeben ist. Du gehst halt als Künstler, selbst wenn du Künstler sein willst, so einen bestimmten vorgegebenen Weg. Und du landest irgendwann im System. Entweder in einem Systemjob im Fernsehen, in irgendeinem Kulturhaus, Oper, Theater, Konzerthaus, was auch immer. Oder verschiedene Jobs im System und du lavierst dich dann halt da irgendwie so durch oder du schreibst Anträge und kriegst halt irgendwelche Fundings und so. Und das war noch so ein bisschen in mir drin, diese Idee, ich muss jetzt irgendwie auch durchs System, obwohl das mir total widerstrebt hat und ich das schon in so vielen Stationen meines Lebens vorher abgelehnt habe, bei vielen Gelegenheiten. Und dann hatte ich die Begegnung mit Shredi. Das war 2011, ja. Ich hatte Studium dann abgeschlossen, hatte diese Jobs und war dann so gerade in dieser Übergangsphase vom ich möchte jetzt selbstständig werden. Und genau in dem Moment, also voll 100%, dem Moment habe ich ihn getroffen. Wow. Und er war halt schon selbstständig, schon seit längerer Zeit. Und an seinem Beispiel, wie er sich so von unten nach oben aufgebaut hat, seinen Lebensweg, Ja. so zielstrebig gegangen ist, bis an die Spitze als Schauspieler so erfolgreich geworden ist. Es hat mich so inspiriert und wir hatten ganz viele Gespräche und er meinte dann auch zu mir immer wieder, du bist doch im Herzen Künstlerin, warum schreibst du eine Doktorarbeit? Auch wenn es um Gesang geht und um Kunst und Musik. Und ich habe wirklich, also ich wurde auch sehr emotional in diesen Gesprächen, weil da brach dann auch so was runter und ich habe so, weil dieser Teil, das war eine gewisse Angst, die mir auch eingeimpft wurde über die Jahre, weil ich hier aufgewachsen bin, dass ich das nicht selbstständig schaffen kann.
Entschuldigung, weil das, was mir die ganze Zeit im Kopf schwirrt, ist, das typische Bild eines Künstlers, Künstlerin, das man hat, ist eben frei sein. Ja. Weg vom System, unabhängig von allen. Du kreierst das, was du fühlst, was du liebst, wo du einen Drive hast. Natürlich nicht von Hand zu Mund zu leben, weil das ist auch nicht der Sinn der Sache. Aber trotzdem, dass du diese Freiheiten, die du in deinem Geist spürst, auch nach außen transportieren kannst. Und hier klingt das so, wie das System hier aufgebaut ist, dass es diese festen, vorgegebenen Wege gibt. Also wo ist da der Unterschied eigentlich zu einem Nicht-Künstler-Dasein? Oh ja. Also eigentlich sind ich sage jetzt schon, Bürokraten sind Künstler. Ich wollte sagen, eigentlich sind Künstler hier fast schon Bürokraten. Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber wenn man es so runterbricht, weil sich die meisten genau auf diesen Weg verlassen. Geld von Steuern, Systemen, Anbindungen. Ich habe so gut wie niemanden getroffen, leider, in der Künstlerwelt, der wirklich unabhängig arbeitet, auf eigenen Beinen steht als Selbstständige. Und deswegen war für mich diese Begegnung mit Shredi auch so besonders, weil er lebte nicht in Deutschland zu der Zeit. Und er hat mir gezeigt am eigenen Beispiel, dass es möglich ist, so in der Form. Das hat mich enorm motiviert. Und er hat mir dann natürlich auch geholfen, den ganzen Aufbau und der Strategie und mich ermutigt, auch in die Musikproduktion zu gehen, was ich eigentlich vorher schon gemacht habe und viel davon gelernt hatte, Jahre vorher schon, habe es aber mir noch nicht zugetraut, voll und ganz reinzugehen, auch beruflich in diese Sache. Ja, eben wenn diese eingeimpfte Angst in einem arbeitet, natürlich hemmt es einen, da diese Schritte zu vollziehen und zu gehen. Und dann ist es extrem hilfreich, wenn jemand so fokussiert und zielstrebig und erfolgreich dann sagt, komm, let's do it. Ja. Ja, ich sehe, du bist eine Künstlerin, du hast die Seele einer Künstlerin, du hast das Potenzial, die Skills. Ich helfe dir und dann kannst du das selbstständig auch machen. Kein Ding. Und ich kann mir auch vorstellen, wie berührend das gewesen sein muss. Weil du lebst dein ganzes Leben lang in einem festen System, du merkst aber, ich mache eigentlich, was ich machen will und trotzdem spüre ich gewisse Grenzen. Und dann kommt jemand von außen und zeigt dir diese Grenzenlosigkeit. Ja. Das ist so groß. Es war befreiend. Es war sehr befreiend einerseits, aber auch beängstigend, weil ich habe mich so ein bisschen ins Ungewisse reinfallen lassen dann. Ja, du kennst es, genau. Ja. Und obwohl ich wusste vorher, dass ich jetzt als Gesangslehrerin und Vocal Coach das ohne Probleme aufbaue und schaffen kann, selbstständig zu arbeiten, aber ich wollte natürlich als Künstlerin auch weiterkommen. Und jetzt nicht nur vereinzelt Konzerte machen und dann hier und da so für andere Leute auch Projekte und dann hier und da bezahlt werden. Sondern wirklich dein eigenes Baby. Ja. Und bin extrem dankbar, jetzt an diesem Punkt zu sein, dass ich davon leben kann. Das ist einfach... Das ist wunderschön. Wunderschön. Und dann auch mit dafür zu sorgen, dass andere diese Möglichkeit bekommen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das für dich auch spannend ist, weil du das selber erlebt hast und jetzt diese ganzen Jahre einfach deine selbstständige Kunst aufbauen konntest, auch noch so vielfältig bist und dann jemand zu sehen, der sagt, oder diejenige in dem Fall, komm, let's do this, ich habe auch Bock, wir machen das. Ich kann es total nachvollziehen mit dieser Befreiung, als auch mit der Angst. Aber die Angst ist halt eben nur, weil es ungewiss ist. Ich glaube, das ist einfach nur so eine Gehirnprogrammierungssache. Ja, also man wird so dermaßen programmiert, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist wirklich also, der Wahnsinn. Ich finde gerade hier in Deutschland, weißt du, du bist halt von Anfang an schon in der Schule und im Schulsystem und dann im Universitätssystem, falls man da durchgeht. Sichere Job.
An bestimmte Du brauchst Optionen. Sicherheit. Ohne Sicherheit geht nichts. Ja, wenn du diesen Job nicht hast, dann bist du verloren, dann geht gar nichts mehr. Mich haben auch Leute ständig gefragt.